sowieso, was bisher geschah, diesen Text lag, nichts zu sagen. So ist der Stand der Dinge. Auf der Suche nach einem Weg nach Antikia begegnen Sage und seine derzeitigen Gefährten seinen Vater. Alter, ich muss jedes Mal gähnen. Wieso muss ich jedes Mal gähnen, Alter? König Erwin, der in einen traurigen Geist, den rastlosen Ritter, verwandelt wurde, und versucht Erwin von seiner Traurigkeit zu befreien, und unser Held in eine Dimension der Verzweiflung gezogen, und der sein armer Vater gefangen ist, ein Ort, der Eschenburg vor seiner Zerstörung stark ähnelt. Im alten Eschenburg findet gerade eine Feier zum Anlass von Sages Geburt statt. Und der Herrscher der großen Reiche von Edria, also die Herrscher der großen Reiche, haben sich zum sogenannten Konvent der Könige versammelt, um hinsichtlich die Wiedergeburt des Lichtbringers miteinander zu beratschlagen. Erwin begibt sich in König Alenores Gemächer, um unseren kleinen Helden zu holen, der ihn zu den Treffen begleiten wird. Dort sieht Sage nicht nur seine Mutter, die Königin, sondern auch die junge Prinzessin Jade. Draußen tobt ein unheilvolles Gewitter, doch Erwin versichert den Anwesenden, dass alles in Ordnung ist, und begibt sich mit seinem Sohn zum Konvent. Tja. Wir wurden einfach in den Geist reingesaugt. Und jetzt helfen wir ihnen, seine Ruhe zu finden. Ich hoffe, ich habe alles mitbekommen. Ich habe ein bisschen recherchiert, man kann das Heldenschwert anscheinend verbessern. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles mit. Ich habe sie gespeichert, deswegen. Egal. Wir rennen jetzt dahin. Oder eher zum Reiter. Aber erst gucke ich mal nach, ob ich wieder die ganze Scheiße einsammeln muss. Okay, ich habe alles eingesammelt. Okay, vergesst es. Wir rennen erst gleich zum Ratsaal. Das Schloss sieht echt schön aus. So, und jetzt gehen wir rein. This child, he is the one? He bears the mark. There's no mistaking it. Dark One riseth, tree descendeth, luminary, man defendeth. Light's mark shineth, hand extendeth. With his coming, black night endeth. The final poem in the Book of Erdwin. The legends tell us that the Dark One was defeated by the Luminary in the Age of Heroes, bringing eternal peace to the world. But, as I'm sure you haven't failed to notice, monsters walk the land once more.
The peace of Erdrea is under threat. The kingdom of Svardsrust has already fallen at the wicked creature's hands, and King Arnut with it. He will be sorely missed. And now a child has been born who bears the mark. Which brings us to a reason for gathering here today. What does all this mean for Erdrea? You speak of the Dark One, of monsters running wild, of the peace of centuries crumbling. But surely, the birth of the child signals an end to our woes. Now that the luminary is among us, the balance can be restored, the peace can be maintained. All is well, is it not? You believe that the presence of the luminary will ensure that peace prevails. Forgive me, Lord Robert, but the Book of Erdwin contains another poem concerning this matter, does it not? It does. The very first poem. The prophecy. World Tree's gift, first of many. Bold, bright, blessed luminary. Thy light doth a shadow cast. Lo, the Dark One, bleak, black, vast. What are the two of you implying? That the luminary causes the appearance of the Dark One? Without light, there cannot be shadow. Without darkness, the stars cannot shine. This has always been the way of the world. Darkness and light must coexist. So, indeed, the birth of the luminary may well be what causes the Dark One to awaken. You dare to imply that my son is somehow the source of our troubles? That the luminary isn't a force for good? Can we be certain that he is? Evil does not always take a monstrous form, after all. You must have noticed the sinister glow emitted by Erdwin's lantern of late. Ever since your child was born, in fact. What are you trying to... The star sings at night, you know. I have heard it. It sings of Erdrea's destruction. King Gustav is right. Oh, don't you start. Ominous footsteps approach. We all hear them. As the leaders of this world, we owe it to our people to root out even the slightest hint of evil at its source. Im Ernst? Even when that source is painfully close to home. Why don't you just come out and say it? You're asking me to kill my own son. My own flesh and blood. Something happened. Not long before the child was born. I'm sure some of you saw it. A great, blinding light shot up from Yggdrasil and set the sky aglow. For a moment, it seemed that night had become day. We saw that same light on the evening he was born. It was shining from the mark on his hand. The child is a force for good.
I have never been more certain of anything. He did not give rise to the darkness. He was sent to drive it out. Light and dark are not two sides of the same coin. The light of the luminary is a gift. A rousing performance indeed. Of course, if you had shown even a whit less conviction, we would have had no choice but to remove the child from your care. The Luminary is the child of Yggdrasil. He alone can bring light to the world. He must be protected at all costs. I hope you will forgive us our little test, but we had to be sure how strongly you believed. Your face. So eine Ratte. I am satisfied. Send him to Heliodor when he comes of age. He will be trained in all that he will need to fulfill his destiny. We must confer upon the Luminary the power to lead us all. King Carnelian. Everyone. I don't know what to say. Very good. The most pressing item on our agenda is dealt with. And it ended just as I knew it would. Und der Sultan hat wie immer keine Ahnung. Now the matter is settled. Our kingdoms are united in their purpose. Let all be as Yggdrasil wills it. That concludes the colloquy. Now, all that remains is to introduce the Luminary to his adoring public. Thank you, King Carnelian. My friends, I'd like to thank you all for coming. Now, Your Majesty! what is it? You must flee the palace immediately. Monsters! Hundreds of monsters! We're under attack. Everyone, we have to get out of here now. Tja, erst werden sie angegriffen. Where is the Luminary, Babs? Give him to us. They have come in force, but they shall not have the child. Lord Robert and I will keep them at bay. Take Eleanor and the child and flee the castle. Nah. But King Carnelian, this is suicide! You need not fret on my behalf. I am not in my dotage just yet. Now go! Thank you, both of you. Ich bring den um. Der hat die Vergangenheit.
aufhalten. Na warte. Gigahieb! Der ist runter. Ich werde die alle töten. So. So groß ist das Schloss nicht und auch ja, jetzt perfekt. Außerdem verdienen wir nebenbei Erfahrungspunkte, von da ist es in Ordnung. Und nochmal. So. Hier ist alles sicher. Okay. So, das war's. Das müssen alle dieser Mistviecher sein. Nein, das ist doch einer.
Okay. Okay. Dann noch ein paar Schaff, oder? Ja. Mhm. Ja, wir haben alles geschafft. Könnt ihr uns ansehen? Nö. King Erwin, there you are! We were so worried! You're alive! Oh, thank the heavens. When we saw the monsters coming, we feared the worst for you both. Never mind that now. We need to get out of here, all of us. Come on. No matter what happens, I will get you out of here. I promise. Let's... Du kommst mit. Ja, ja, halt dein Maul. Fahr weg. So. Weiß, wenn das möglich ist, kannst du vielleicht der Dritte in die Zeit zurückreisen, sozusagen. Vielleicht können wir ja alles verhindern. Okay, alles sicher. Wir rennen raus und suchen meinen König. Ist er unten gegangen? Ich frage mich nur, warum König Erwin den kleinen Prinzen Sage nach unten genommen hat. Ich hoffe einfach nur, dass es die beiden tot geht. Okay, alle Monster sind hier tot. Das ist gut. We should be able to get out through here. Oh nein, nicht schon wieder. I feel his presence. I sense him. I smell him. The luminary. Give him to me. There can be no escape. Just you try and take him.
The monsters are everywhere. What are we going to do, Erwin? If they've made it this far around the castle, they must have the place surrounded. We'll have to use the tunnels. This way. Okay. Da sind noch mehr von den Viechern. Jetzt sag nicht, das sind überall welche. Nö. Das heißt, die beiden killen. Okay. Dann nehme ich mal Schmal mit. Komm her, du. Flappendämpfer, dass ich nicht lache. So. Der nächste. Komm her. Und noch ein. Und noch ein. Daneben jetzt. Verreck. An? Kannst du vergessen, ich stirb's jetzt. So. Die sind tot. Ist da lang gegangen, ne? Da ist noch einer. Das gibt's auch mal nicht. Ich nehme mich mit. Hat dein Maul. Du verreckst. So. Und was hat der Ritter zu sagen? Oh, ich hoffe, ich habe es König Elf und der Kleine geschafft. Und Herr Eleanor auch. Die Tür, durch die sie gerne führt in den Untergrund, wenn sie es auf dem Weg aus der Burg schafft und dann es steht noch Hoffnung für Eschenburg. Okay. Darin. Nö. Das ist doch der andere. I think this was the one. Quickly, in we go, before the monsters find us. Okay. Monster hier, Monster hier, Monster hier. Nein. Und weiter geht's. Hinterher. Wir müssen unseren Vater beschützen. Time to make a break for it. I'll deal with him. Get out of here. Quickly! But Erwin... Run! And don't look back! All right, you despicable creatures. Do your worst. You won't get past me! Ich geh die killen. Ich könnte jetzt vom Arsch werden. Er sieht zwar nicht, ja, aber ich werde ihm jetzt helfen. Hier, das ist für dich.
zerstört alles. Und verrecken. Ich will nicht verrecken. Ich glaube, es ist Zeit, mehr Heilung einzusetzen. Mehr Heilung auf mich. And stay down. Right. Time to get after Eleanor. King Carnelian? Over here, Your Majesty! Okay. Wir nehmen sicherheitshalber noch ein Waisenelixier, denn in seinem Albtraum war eine Bestie da. Und das ist anscheinend ein Boss. Ja, dann lass uns nach vorne rennen. King Carnelian? What in the... Oh. Who are you? What do you think you're doing? Your Majesty! Erwin, is that you? What happened? Is everyone safe? You're all right. Thank goodness. Jade's with Eleanor and the wee one, Your Majesty. They made it safely out of the castle. I see. Good. Very good. I shall send my forces after them right away. Was? Your Majesty, what do you... The bloodline of the Luminary ends here today. Hey, Carnelian? Your Majesty? Sire. Forgive me. I was unable to find you. King Erwin, what has happened here? I had no choice. He came at me in a frenzy. Was? Queen Eleanor has absconded with the Luminary, and with my daughter. Surely not. Whatever would possess them to commit such acts? The birth of the child has put them both under great pressure. It has also caused the coming of the monsters, the loss of countless lives. Perhaps the coming of the Luminary does bring darkness in its wake. After all, without him, this tragedy would never have come to pass. Yes, I see now. He is not our savior. He is the harbinger of the night to come. Oh, scheiße. The child of evil. The dark spawn. He must be found and dealt with. The peace of Erdrea must not be permitted to collapse. Sire.
Oh Mann. No. He is no harbinger of darkness. He is the luminary. The savior. Someone, please. King Carnelian must be stopped, or the world will be plunged into darkness. Eleanor, please, forgive me. I was too weak. Scheiße. Klasse. Was bist du für ein Vieh? Ich werde dir den Kopf abhaken. Ich mach dich fertig, du scheiß Missgeburt. And this one's misery is just exquisite. His kingdom ruined, his family gone, betrayed, dying alone. Which is why I've been drawing out his torture for all these years. One must savor such succulent suffering. But even the most fabulous feasts must come to an end. It is time to move on to the next course. Jetzt denkst auch nur du. How does your despair compare, I wonder? Hold still while I sample its delights. Give yourself to misery. Let anguish consume you. This is your most painful memory, the darkest, tenderest recess of your soul. Yes, your powers were stolen and used to give birth to... Okay. You could not protect your friends. You could not save the world. What kind of hero are you? Pathetic. Wallow in it. Marinate yourself in misery. Yes. My mouth begins to water. Das hört sich so pervers an. Can you hear me? Please, you must listen. There is a light inside you that can never be extinguished. It is waiting, biding its time, but it is there, and when it shines forth, it will... Okay. Now is that time. You are the luminary. You must conquer the darkness. You must.
Shine. This light is... What's happening? You're back with us, laddie. Are you all right? This light, disgusting. It blinds me. It fills my mouth. It tastes of hope. This is the beast responsible for King Erwin's suffering. We must defeat it and lift His Majesty's curse. Jetzt kriegt das Vieh auf die Fresse. You dare disturb me while I prepare to sample the next delicious morsel of misery. No matter. Your screams of agony will surely whet my appetite. Ist der heftig. Warte, was? Komm, warum nicht? Okay, er ist kein Dämon. Nee. Alter. Okay. Recht doch endlich mal, du Scheiße. Okay. Ja, und jetzt penne ich ja noch ein.
Wakey, wakey! I'm not done yet. Ja, er muss die Fähigkeit weiter einsetzen, weil er uns richtig fertig macht. Das Vieh. Ah, warte auf den Scheiß. Du Mistkerl. Ja, klasse, der erste ist schon tot. Du verdammter Wichser. Komm, das bringt uns auch nichts, Bodo. Was soll ich jetzt machen? Ich muss sie auch noch leben lassen. Ich kann das. Wach auf! Wach auf, du Sackgesicht! Wach auf! Juckt die nicht. Könnt ihr mal bitte aufwachen? Klasse, was soll ich jetzt machen? Ich muss es alle am Leben erhalten. Ne? Wacht auf, ihr Arschgesichter. Wacht auf. Wacht sofort auf. Lass ihn nicht sterben. Killt die ganze Bekloppte, ne? Kannst du mal verrecken? Fick dich. Ja, schön. Schön, dass es das macht, ja? Muttermacher.
Und du erweckst ihn wieder zum Leben. Los geht's. Kannst du jetzt sterben? Nein? Nein, nein. Fick dich, 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 fick dich. Hör auf, ganze Ding abzuschlachten, du verdammte Misset. Hör auf. Du wirst ihn nicht töten. Komm, wach auf sich. Hör auf, ihn umzubringen. Verdammte Mistgeburt. Na endlich. Our triumph was never in doubt. Where am I? Wait. Those eyes. I'd know them anywhere. Son. Is it really you? It was you who saved me, wasn't it? You're back. You're back to your old self at last. Eleanor? Our son has freed you. Despair no longer holds you captive. You are free to join me after all these years. I am, my love. I am. My dear son, my darling boy. Many hardships await you. Many trials lie ahead. But you must not stray from your path. You must not falter. Let the light of hope, the light inside you, be your guide. And remember, we will always watch over you. Farewell, my darling. I love you so much. Goodbye, my little one. Goodbye, Erwin. I hope both of you find peace at last. Honey, your hand! The mark. It's glowing again. Your powers, they're back! Und sogar noch heller als zuvor. The luminary is restored to us.
and all thanks to his honored parents. Dankeschön. So. Oh, wir haben die ganze Kraft verloren. Als ob ich Zick wieder erlernen muss. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wir wollen ja mit seinem Stab weitermachen. Ich finde das kacke. Monster gibt es hier keine. Weil die ganze Zeit von den Geist abgeschlachtet wurden. Von unserem Vater. Das ist krass. Ja, noch ein Grund, um Maldo oder wie der Penner heißt, abzuschlachten. Einen zweiten persönlichen Grund. Weil er seinen Vater gekillt hat. Und er unsere Eltern. Ja, jetzt kriegen wir. Ach, okay, ich kann nicht durchsehen. Schade. Lohnt es sich? Nein, da waren wir schon. Egal, wir gehen erst weiter. Nach Zwistanbul. So, jetzt gucken wir uns an. Charakterbaukasten. Nein, wir lassen es so. Scheiße, ey. Wie sie die Punkte kriegen können, ey. Meine Fresse, aber nein. Also vorne. So. Marginalkraft. Unser Bodo. Stärker sein. Bei uns. Begeisterung.
Ausdauersamen. Noch ein Ausdauersamen. Ein Talentsamen. Jetzt geht's nach Istanbul, ne? Achso, okay. Die ist nicht abgehauen. Ingenieur. Das ist so beschissen, ganz ehrlich. Jetzt müssen wir uns wieder... Aber, ey, das bedeutet... Ich finde es einfach scheiße, hätte das Tipp wieder geben können. So. Sowas zu verkaufen. Oh Gott, Dinge. Ausgewonnen. Das Tagesende. Art von Drache, ne? Ach, du weißt es, komm her. Ja, ein grüner Drache. Übertreib mal nicht, du Bastard. Drachenhieb. I'm on fire. Drachenhieb. So. Victory is ours. Cool. Kosmische Chimären, das war mir klar. Das sind die stärksten Chimären, die es gibt. Okay, Alter X. Ja, und da im Feuersturm. Well that ends well. So. Dich nehmen.
So. So, die hätten wir auch erledigt. Watcher, you here for a bit of R&R like everyone else, eh? No. R&R? Not likely. We've things to be getting on with. Seriously? You went an Octagonia to let your hair down? Why else would anyone come here? Everyone's been miserable since it got all dark and that, right? Well, this is where people come to forget all that horrible stuff. To have a bit of fun. I met this girl on the road, as it happens. She said she was headed here too. Gosh, she was a looker. Dressed all funny she was. One of them martial artist types, you know. I was hoping to see her here, if I'm honest. A beautiful martial artist, huh? You don't think it could be... Bruv! There he is. I thought he'd never show up. Well, it was nice talking to you. Maybe we'll bump into each other in town again, eh? You took your time. Where have you been, you plonker? We got fun to be having. Octagonia. It has been a long time. Well, there's no harm in taking a quick look around town, eh? You never know. The lass he was talking about could be Jade. Hier sind auch direkt Monster gelandet. Verstehe. Naja, dann gehen wir rein. Didn't this place used to be funner looking? Ugh, and what's with that ugly statue? So tacky. Welcome to Octagonia. A monster! Be on your guard. Oh, come now. There's no need for all that. You're in the new Octagonia now. There's no fighting here anymore. Only fun! All those tournaments they used to host, so uncivilized. The arena's a casino now, thanks to Booga, best and most beautiful of the spectral sentinels. Why don't you step inside and chance your arm? It's just upstairs. Who knows? It might be your lucky day. A casino run by monsters, eh? It all sounds a wee bit fishy to me. Still, we'd better go and take a look.
Das ist seltsam. Okay. Alles klar. Überall Monster. Hi. Okay. Irgendwas haben die vor. Ich traue den ganzen Sachen auch nicht über den Weg. Wir haben gerade 2000 Jetons geschenkt bekommen. Oder was habt ihr für Preise? Okay. Dieser Liebestag. Da ich nur 5 Minuten lang also da sitze ich und bevor ich dich versehe, steckt mir irgendein besoffener Bett und Mütze in den Mund und zieht mir am Hebel. Ich will mich ja nicht bewegen, aber er ist so blau, dass ich ihn vom Geschrechtsnis ins einjagen würde. Ein Monster. Ah ja. Hi. Wer bist du? Ich wette, du bist neugierig, was ich unter dieser Tür verbirgt. Nun denn, ich will es dir sagen, der ganz besondere Roulette-Tische. Oder doch nur wir abschließen, dann tun wir halt, aber ich kann da nicht hin durchgehen, auf niemand reinlassen. Und wenn du natürlich unbedingt rein möchtest, sagen wir, ein Liebesmann hättest, dann könnte ich es mir vielleicht auch nicht bewegen. Oh nein, sag nicht, ich muss die Scheiße finden. Oh nein, was meinst du? Ich kann stehen, das ist das Geschäft, perfekt. Du bist ein Liebesmann, ich lasse dich sofort durch. Was sagst du? Nur dein Chris? Ach, bla bla.
Du bist ein Monster. Die hätte ich natürlich umgebracht, Digga. Und man kriegt die ganze Zeit hier was geschenkt. Das ist Standardbild. Okay. Ja, ich versuche das mal zu beschleunigen. Wir kriegen die ganze geschenkt, also spielen wir auch wie ein Bekloppter dann. Ja? Nein! Oh Gott. Nein! Tja Leute, ich glaube, wir müssen die Party beenden. Meine Schwester dreht gerade durch und sie hat mich anscheinend verarscht. Die müsste eigentlich heute arbeiten, weil ich habe die ganze Woche gearbeitet. Und ja, und jetzt meint sie, ich muss das für sie heute arbeiten, also sie heute nur einen Tag arbeitet. Tut mir leid, Leute.
Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao.